Hallo ihr Lieben, ich bin George Nasser und ich wollte euch heute zeigen, wie ich die orientalischen Tonleitern mit dem MuseScore erstelle oder schreibe. MuseScore ist ein kostenloses Programm, kann man es herunterladen und ab sofort benutzen. Was zeichnet dieses Programm aus? Das ist eine einfache Benutzeroberfläche. Bis jetzt kann man sie schnell verstehen und benutzen und dieses Programm enthält alles, was wir brauchen, zum Beispiel Symbole oder Werkzeuge, damit wir die orientalischen Tonleitern erstellen. Und jetzt, ich werde euch schnell zeigen, wie es geht. Zuerst starten wir MuseScore, dann öffnet sich dieses Fenster MuseScore. Ich werde jetzt schnell Flöte auswählen, klicke auf dann öffnet sich dieses Fenster. Jetzt werde ich euch zwei Beispiele zeigen, natürlich von den orientalischen Tonleitern, C-Rast-Tonleiter und D-Bayati-Tonleiter. Wie kann ich jetzt die Tonarten erstellen? Gehe ich hier, Key Signatures, hier More, Create Key Signature. Und jetzt, damit ich die C-Rast-Tonleiter erstellen kann, brauche ich E halb B und B oder H halb B. Und wie wir wissen, dass zwei Formen von halb B existieren. Diese Form, umgedrehtes B, und diese Form, ein B mit einem Strich auf dem Hals. Äh, Ich werde jetzt mit dieser Form zuerst Tonleiter erstellen. Sehe ich es, dieses Symbol hier, B halb B und E halb B. Klicke hier auf Add und jetzt ist hier aufgetaucht. Äh, Natürlich kann ich den Namen jetzt ändern von Properties. Hier schreibe ich zum Beispiel C Rust. Klicke auf OK und jetzt schauen wir hier C Rust. Und jetzt werde ich noch D Bayati Tonleiter erstellen. Wir brauchen dafür äh, B und E halb B. Hier und dann B und mit dem Maus natürlich so hier E halb B. Add und ist hier jetzt. Auch kann ich den Namen ändern. Von hier schreibe ich D. Ja, klicke auf OK und jetzt habe ich Ceras Tonleiter und D Bayati Tonleiter kreiert oder erstellt. Jetzt ziehe ich hier von hier und jetzt hier haben wir Ceras Tonleiter. Und jetzt werde ich ein paar Noten eingeben. Ich werde jetzt die Wiedergabe anmachen. Natürlich, wie wir gehört haben, dass wir keinen Viertelton gehört haben. Die Lösung davor gehen wir hier zum Plugins, Playback, Model Tuning. Hier finden wir viele Tonleitern oder was wir brauchen. Ähm, Hier können wir hier sehen Rast. So klicke ich hier oder wähle ich Rast aus und Apply. Und jetzt werden wir wiederholen. Das haben wir jetzt
C-Ras-Tonleiter gehört. Ich werde jetzt auch euch zeigen, D-Bajate Tonleiter. Gleich. Bisschen wie schnell. Das ist D-Bajate Tonleiter. B und E halb B. Ich werde jetzt auch noch ein paar Noten eingeben. Okay, die Wiedergabe. Natürlich haben wir keinen Viertelton gehört. Wieder zum Plugins, Playback, Model Tuning. Und jetzt hier finden wir auch Bajati Apply. Wieder. Und das gilt auch für die anderen Tonleitern. Jetzt Versetzungszeichen. Hier würde ich euch was Wichtiges sagen. Zum Beispiel, ich werde jetzt auch noch ein paar Noten eingeben. Zum Beispiel hier. Zum Beispiel. Und jetzt, wenn ich will, zum Beispiel hier. Wenn ich will jetzt zum Beispiel hier, achte ganz gut darauf, das müssen wir alle Noten zuerst, alle Noten eingeben und dann gehen zum Plugins. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Was wir danach schreiben, wird es nicht funktionieren. Okay? Und jetzt die Versetzungszeichen. Zum Beispiel, ich werde jetzt einfach hier wieder zum Plugins gehen. Okay, jetzt funktioniert alles. Versetzungszeichen natürlich funktionieren ganz gut von hier, von Accidentals. Zum Beispiel. Natürlich, wir haben gehört, das hat nicht funktioniert, weil einmal diesen Fehler passiert und das nicht, hat sich nicht geändert, können wir von hier Properties, hier Playback und hier finden wir Tuning. Geben wir hier 0 und jetzt hören wir wieder. Hat funktioniert. Immer wenn einen Fehler passiert oder nicht richtig mit uns funktioniert, können wir hier auch von Properties ändern, die Tuning. Noch dazu will ich auch sagen, dass wenn wir Viertelton einen Viertelton eingeben, erhöht oder erniedrigt, in Music Score würde umgedreht Spi und das auch dazu. Ich würde euch zeigen, auch die Halbsharp zuerst oder halbe Kreuz auf Deutsch. Ist hier. Können wir es hier finden? Kleinen Moment, das ist. Und Add to Accidentals. Hier. Das funktioniert, zum Beispiel jetzt hier Halbkreuz, seine Aufgabe würde bestimmt.
Sobald ich jetzt zum Beispiel schreibe ich hier noch ein paar Noten zum Beispiel. Zum Beispiel will ich jetzt hier äh, halbe Kreuz. Hm, Finden wir von hier. Hören wir. Hat funktioniert. Funktioniert immer. Und umgedrehtes B auch funktioniert, wenn wir jetzt zum Beispiel was anderes, ich würde euch auch ein paar Noten noch eingeben, das, damit ein bisschen richtig hören können. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt höre, ich werde jetzt hier G zum Beispiel oder E, halb B mit umgedrehtem B machen. Hat funktioniert. Wir müssen ganz gut darauf achten, dass diese, diese Form, ein B mit einem Schrägstrich auf dem Hals, seine Aufgabe würde nicht bestimmt, funktioniert nicht. Wenn wir es dringend brauchen, dann müssen wir, wie ich gesagt habe, von hier, von Properties, die Tuning einstellen. Jetzt haben wir eingegeben, erniedrigt um einen Viertelton. Jetzt werden wir holen. Hat funktioniert. Wegen die Exportieren von hier, File, Export und dann können wir hier, wie wir wollen, exportieren als PDF-File, MP3 oder Wave, alles funktioniert. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video über MuseScore weitergeholfen habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.